Berlin, Sauer. Und ich bin Kostümbildnerin. Mein Weg zum Kostümbild hat so über die bildende Kunst begonnen. Ich habe zunächst in Hamburg eben freie Kunst studiert, Malerei und dann Film. Im Kostüm ist man so visueller Gestalter oder Übersetzer dafür, was so verhandelt wird oder in welcher Zeitlichkeit man sich auch befindet und bietet irgendwie viel unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. Ich heiße Christina Geiger. Ich habe in Hamburg Kostümbild studiert und bin jetzt freischaffende Kostümbildnerin und mache hauptsächlich Theater und Oper. In der Regel haben wir ja irgendwie einen dramatischen Text als Grundlage. Und in diesem Fall hatten wir als Ausgangslage zeitgenössische Musik. Ich habe einen sehr experimentellen Ansatz gewählt, weil diese Musik für mich auch erstmal sehr neu war. So habe ich mir einfach Kopfhörer aufgesetzt und habe auf Rolle gezeichnet. Das war auf jeden Fall ganz aufregend, weil die ganz unterschiedliche Räume aufgemacht hat in mir, würde ich sagen. Also von sehr düster bis ganz verspielt, bis ganz schnell und hektisch und dann aber wieder irgendwie sehr aggressiv vielleicht auch und wütend. Und ich habe dann aber da auch Freude dran entwickelt und auch Freude daran entwickelt, dass es manchmal ein bisschen unangenehm ist, auch diese Musik, und mich ganz schön herausfordert. Aber es hat mir Spaß gemacht. Es geht nicht darum, das schönste Kostüm auf die Bühne zu stellen. Es geht darum, das Beste gemeinsam im Team zu machen, würde ich sagen. Ja, und eine Brücke zu schlagen, eine visuelle, die im besten Fall den Spieler, Spielerinnen halt unterstützt. Also vielleicht auch Kostüme zu entwickeln, die ein bisschen von unseren Sehgewohnheiten abweichen. Dass wir nicht mehr genau wissen, wo ist jetzt der Kopf, wo sind die Augen, wo sind die Arme. Also so das alles, damit greifen wir ja direkt etwas als Gegenüber. Bei dem schwarzen Kostüm würde man vielleicht an so einem viktorianischen Trauerkleid sehen. Und auch der Kontrast zwischen den beiden. Also das eine eigentlich eher die Braut und das andere die Witwe. Also auch zwei verschiedene Zustände im Leben, Trauer und Freude. Genau, da rauszufinden, wie wenig brauche ich, um sozusagen das Bild hervorzuheben und wie viel kann ich das brechen, um dann vielleicht auch was Neues daraus zu machen. Wir saßen im Atelier und haben uns was ausgedacht und natürlich auch mal selber ausprobiert, aber dann tatsächlich professionelle Tänzerinnen dem auch dem Leben einzuhauchen, fand ich sehr schön. Ich hatte das Gefühl beim Hören der neuen Komposition, dass viel verarbeitet wird, auch aus vergangenen Jahrhunderten, Jahrzehnten. Aber der Zuhörer, die Zuhörerin herausgefordert wird, in Frage zu stellen und eben neue Hörgewohnheiten. Vieles versteht man, aber dann kommt wieder was einen neuen Bezug herstellt, auch in der Musik. Ich habe versucht, mich da so ein bisschen reinzulesen und ein paar Interviews zu lesen mit den KomponistInnen, wie sozusagen deren Prozess ist, zu diesen Kompositionen zu kommen. Was aber auch ein Aspekt war bei den Kostümentwicklungen, war die Elbphilharmonie an sich als Ort. Weil das sind auch ganz viele Flächen, die in sich ja Bewegung haben. Also allein die Wandgestaltung des großen Saals, das sind alles irgendwie ganz toll gestaltete, unterschiedliche Flächen. Aber es war auf jeden Fall mit ein Aspekt am Anfang zu gucken, wo werden die überhaupt stattfinden? Weil der Raum, für den wir Kostüme dann gestalten, also den müssen wir ja mitdenken. Ja, und das ist ja eine ungewöhnlichere Herangehensweise ans Kostümbild, weil in der Regel gliedert sich das Kostüm ein in ein Bühnengeschehen, wo andere Künste auch noch stattfinden. Und in diesem Fall konnten wir fiktive Kostüme entwickeln, die nicht direkt Bezug nehmen auf eine dramaturgische Handlung, sondern sich freimachen dürfen davon. Die zeitgenössische Musik als Ausgangspunkt zu haben, war für mich ein Experiment. Und ich würde es jederzeit wieder machen. Ich finde es total gut.